Ja, die Fusion lief jetzt nicht hundertprozentig smooth, aber man kennt es doch bei Fusionen, oder? Fusion! Alrighty then und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget auf W50. Nein, natürlich Quatsch. Fusion 24 und 25 sind jetzt durch. Fusion 24 beinhaltet also alle Server von W46 bis W50 und es ist echt heftig. Ich wollte eigentlich ein bisschen Vorher-Nachher-Vergleich machen, können wir gar nicht, weil es ja eine Kompensation gab. Ich habe 12 Level bekommen, ich habe extrem viel Gold bekommen. Mich würde auf jeden Fall mal gerne interessieren von allen Spielern, die jetzt hier auf meiner Players to Watch sind, ja. Und ja, großes Highlight hier Kraftzahl mit 5 Chars. Und alle anderen, welche Kompensationen ihr denn bekommen habt, wie viel Level, wie viel Gold. Das müsste sich ja fast relativ ähnlich verhalten wie bei mir, denke ich. Aber ja, ich muss jetzt hier noch gleich Alu spielen, ist ja XP-Event und auf meinem Main-Char auch. Ich bin noch ein bisschen erkältet, deshalb kann ich jetzt hier gar nicht viel sagen. Außer ich klicke mal schnell wirklich mal überall durch, ja, dass man mal so einen kleinen Vergleich kriegt. Kleines, ja, ne? Ein kleiner Eindruck, wie es hier so läuft. Kraftzahl mit diesen 4 Chars, glaube ich, spielt weitestgehend schon lange keine Dungeons mehr, habe ich gesehen. Hier sind also diese Spieler dabei. Und ja, also hier 610 auch Taube. Also Taube hat es verdient. Gucken wir uns an, Rang 19. Die Ehrenhalle sieht sehr krass aus oben. Da sind Spieler von W50 auf jeden Fall richtig weit oben. Er ist von W47, soweit ich weiß. Andromeda auch von W47. Er hat das Gott sei Dank auch gleich gelassen. Oblivion als Gilde spielt auf jeden Fall eine Rolle. Prophecy war 10. auf W50, ist jetzt hier 31. Tree Tigri ist 30 hier, war eben auch in den Top 10. The Burning Legion ist von W50, Exil ist von W50 und ich glaube Ace of Space war auch auf W50 unterwegs. Rising Star von W50 ist jetzt hier 25. Holzfällerhütte von Dorsa, glaube ich, war ein 4. Platz gewesen. Die sind jetzt hier auf Rang 24. Das liegt natürlich an dem Ehrenverhältnis. Das heißt nicht, dass die da bleiben, mal so viel gesagt. Ja, dann haben wir hier viele Gilden aus anderen Servern, definitiv. Und die Crew von W46, ich weiß nicht, ob das so bleibt. Knights Husseini von W50, Dead Valley von W48, ist auch krass, Dead Valley, auch W47 unterwegs, W48 unterwegs. Und natürlich W50, W50 Dead Valley sind auf Rang 7 stand jetzt und ja, Crit Happens sind auf die 1 gerutscht, haben gleiche Ehrenanzahl wie Fusion Power. Also, ja, heftig. Thank you, World 47. Hier sehen wir schon Fusion Power. Hat die Hälfte der Spieler, weiß ich nicht. Die gibt es gar nicht mehr hier. Also, das ist die Dynamik, ja. Eine Dynamik, die extrem heftig ist. Das sind alles Spieler, die jetzt gefühlt nicht den krassesten Rang haben. Da gibt es sicherlich eine Fusion. Wer mehr weiß, darf gerne mehr in die Kommentare schreiben. Ich weiß es halt nicht. Wir müssen einfach mal schauen. Crit Happens hat ein Durchschnittslevel von 588. Stand jetzt, ja. Und das ist eine Ansage. Wir gucken mal uns noch einen Vergleich an. Zum Beispiel Golden Empire. Hat 3 freie Plätze, wie es aussieht. Schreiben sie. Hat ein Durchschnittslevel von 495. Also die werden direkt weggeklatscht. Ja, das kann man schon mal sagen. Hier gab es vielleicht auch schon Wechsel, die ich jetzt nicht kenne. Die meisten haben halt einfach überhaupt gar nicht 50 Leute. Also, das ist krass. Also, Oblivion, ne? 586. Also, die gehen höchstwahrscheinlich in ein Duell um die Top-Platzierung. Ja, das will ich mir auf jeden Fall angucken. Wir sehen jetzt hier auch die Ehrenpunkte. Man muss auch sehen, ob The Prophecy zum Beispiel noch höher kommt. Also schon mal direkt Ride World 490 im Durchschnittslevel. Und wir sind bei 479 zum Beispiel. Also eigentlich schwächer im direkten Vergleich. Da kommt es jetzt auf die Aktivität drauf an.
Also, hier kann so viel passieren. Das wird richtig, richtig interessant. Ich freue mich vor allen Dingen auf den ersten Elevator jetzt. Müssen Gildenfights passieren. Es wird sich ein bisschen verschieben. Wir gucken uns das an. Wir sind dabei. Und ja, dementsprechend bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Die Players to Watch selber machen wir dann auch demnächst. Aber hier hat es jetzt einfach nicht reingepasst. Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Haut rein, macht euch Tschüss und Servus. Euer Basti.